Du spielst aktuell mit Freude Black Ops 6, bist aber mit deiner Leistung und deinem Fortschritt nicht ganz so zufrieden. Ich möchte dir heute den perfekten Einstieg geben. Ich zeige dir die Settings, die du unbedingt vornehmen musst, welche Ausrüstung ich empfehle, um beispielsweise effizient Punkte zu machen, die Waffen schnell zu leveln, schnell aufzusteigen, und ich zeige dir natürlich auch, wie immer in all meinen Videos, wie du effizient zu einem besseren Spieler wirst. Viel Spaß! Nice. Das Video unterteilt sich in verschiedene Kategorien. So sind wieder Spieletipps dabei, die dich schnell zu dem Dominator der Lobby machen. Dann gibt es Tipps bezüglich Ausrüstung und natürlich damit, wo wir jetzt erst einmal beginnen mit wirklich wichtigen Settings, die du unbedingt vornehmen solltest. Ich persönlich empfehle bezüglich Omni-Movement den Taktik-Sprint einzustellen. Das bedeutet, ich muss keine Sprint-Taste drücken, um zu laufen oder zu sprinten. Alternativ könnt ihr auch die Sprinthilfe auf einstellen, also nicht den Taktik-Sprint, sondern die Sprinthilfe auf ein. Dann müsst ihr eben noch einmal die Taste drücken, um zu sprinten, seid aber vielleicht ein Stück weit schneller im Visier. Probiert beides aus, entscheidet, was euch gefällt. Macht alle Kletterhilfen und auch die Duckhilfe aus, denn ihr wollt ja nicht, dass euer Charakter etwas Ungewolltes macht. Also beispielsweise, ihr wollt über eine Erhöhung pieken und springt dabei hängt er sich dann an die Erhöhung und wäre ungewollt und somit kontraproduktiv. Also stellt das alles auf aus. Ich als Nicht-Controller-Spieler habe hier aber einen sehr wichtigen Tipp für die Controller-Spieler, denn in BO6 ist es außerordentlich wichtig, dass ihr das Omni-Movement nutzt, und dafür müsst ihr rutschen und hechten können. Aus diesem Grund empfehle ich euch die Hybrid-Einstellung, denn hier müsst ihr einmal tippen zum Rutschen und tippen bei gehaltener Sprint-Taste für den Hechtsprung. Somit könnt ihr beides und seid perfekt vorbereitet. Ihr wisst, in jedem Spiel ist die Karte, die Minimap, in diesem Falle oben links, enorm wichtig. Die meisten gucken da viel zu wenig drauf, denn da stecken die eigentlich wichtigen Informationen über eure gegnerischen Spieler drin. Und um da möglichst viel zu sehen, stellt diese unbedingt auf eckig anstatt rund. Denn wenn es eckig ist, habt ihr ja effektiv mehr von der Minimap und könnt mehr sehen und habt mehr Informationen, die ihr nutzen könnt. Thema Field of View empfehle ich grundsätzlich 120, da ich ja auch aus Warzone komme und auch in Zukunft höchstwahrscheinlich mich auf Warzone konzentrieren werde. Im Multiplayer macht vielleicht auch 107. Das ist auch so ein bekannter Wert, wo es sich flüssig anfühlen soll, Sinn, weil man etwas konzentrierter in Richtungen schaut und sich nicht so viel umdrehen muss. Aber für 120 Field of View spricht beispielsweise auch der Visual Recon Control oder der Visual Recoil, der deutlich reduziert wird. Probiert das einfach mal aus, gewöhnt euch dran. Es lohnt sich. Ich empfehle in Shootern immer, die Grafikeinstellungen so vorzunehmen, um das Maximale an Leistung rauszuholen, um die maximalen FPS rauszuholen. Ich möchte das Ganze hier kurz halten, blende euch im Hintergrund sowohl meine Ingame-Settings als auch meine Nvidia-Systemsteuerungs-Settings ein. Übernehmt diese einfach mal und macht es rückgängig, wenn es euch nicht gefällt. Ich kann es aber nur empfehlen, weil da sind FPS-Steuerungen von 30 bis zu 100 FPS drin. Also, Thema Perks empfehle ich euch in jedem Fall Perks oder 3 Perks derselben Farbe zu nehmen, denn dann bekommt ihr sozusagen ein kostenloses Bonus-Perk. Ich spiele aktuell tatsächlich mit den grünen Perks, auch wenn das nicht unbedingt zu meinem Spielstil passt. Aber man bekommt besonders mit dem Perk Dispatcher, werden die Punktekosten für nicht tödliche Punkteserien reduziert. Das ist auch der Grund, warum ich die Konterdrohne, die Drohne und den Wachhund-Heli spiele. Denn die Konterdrohne und Drohne sind nicht tödliche Punkteserien und ich brauche jetzt also weniger Punkte, um diese zu erreichen, kann die viel öfter ziehen. Wenn ich eine Drohne und Konterdrohne ziehe und meine Mates machen unterdessen Kills, kriege ich wiederum Punkte. Also das sind die besten Perks, um möglichst viel Punkte in kurzer Zeit zu machen. Zusätzlich gibt es, ihr kennt es, die Wildcards. Bei dem Taktikexperte ist es so, dass man die Taktik oder eine zusätzliche Taktikausrüstung kriegt, wie einen zusätzlichen Stim.
Das gibt es dann auch als Primärausrüstung oder als Feldausrüstung. Ich spiele aber gerade Overkill. Zum einen ist das relativ früh verfügbar. Zum anderen bedeutet das, dass ich 2 Hauptwaffen mitnehmen kann. Also ich nehme dann beispielsweise ein Sturmgewehr und eine MP mit. Da das Nachladen ewig lang dauert in dem Spiel und man da selten zu kommt, dann lieber die Waffe wechselt, ist das schon mal der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass ich ja gleichzeitig 2 Waffen level. Also ist es aus meiner Sicht für den Einstieg absolut zu empfehlen. Bei dem Thema Granaten empfehle ich bei der Taktikgranate in jedem Fall den Stim. Das dauert zwar ein wenig, ich glaube bis Level 30, bis man das Ganze freigeschaltet hat, aber das ist ein absolutes Muss und das rettet dir so auf deinen Arsch aus brenzligen Situationen und gibt dir die Möglichkeit, sich neu aufzubauen, ja, neu zu ordnen, um dann wieder ins Geschehen einsteigen zu können, ohne zu sterben. Wenn man das noch nicht hat, habe ich hauptsächlich die Blendgranaten gespielt. Bei der primären Granate spiele ich hauptsächlich die Haftgranate, ab und zu auch die Splittergranate. Apropos viel Punkte in kurzer Zeit, ich beachte das auch zu wenig, aber hier nochmal ein paar wertvolle Tipps in Kürze. Zum einen macht die täglichen Herausforderungen, die hier links immer stehen. Zum anderen klickt auf dieses Symbol, geht auf Herausforderungen, beispielsweise Visitenkarte, Karriere, Trainingslager und durchstöbert das einfach regelmäßig. Hier steht zum Beispiel, pinge 15 Mal einen Feind an, der kurz danach erledigt wird, egal ob von dir selbst oder deinen Mates. Das heißt, okay, ich weiß das jetzt, da muss ich hier einfach mal nur kurz anpingen. Das ist jetzt ja kein großes Problem und mache das 15 Mal und kriege auch hier wieder 1000 XP. Zusätzlich gibt es auch die Meisterungsabzeichen. Ja, in der Regel sind es Kills zu machen mit den verschiedenen Waffen, aber man sieht schon, Thema Vielfalt wird belohnt, auch die Punkteserien. Hier sehen wir, wenn ich damit gewisse Abschüsse erreiche, kriege ich wieder Doppel-XP. Bei der Konterdrohne kriege ich Doppel-XP, wenn ich sie noch 21 Mal benutze. Und bei der Drohne habe ich es offensichtlich schon auf Gold. Das wäre also auch jetzt ein Zeichen für mich, vielleicht mal von der Drohne wegzugehen, eine andere Abschussserie zu nehmen, um auch da wieder die möglichen XP abfarmen zu können. Im Grundsatz kann man sich merken, Vielfalt wird belohnt. Verschiedene Waffen spielen, verschiedene Aufsätze spielen, die Herausforderungen machen und eben auch verschiedene Abschussserien oder Ausrüstungsgegenstände zu spielen. So schnell sind wir schon bei den Gameplay-Tipps angekommen und der erste Tipp ist direkt sehr hilfreich, denn der ist, spielt mit Freunden zusammen, spielt nicht solo, trefft euch im Discord. Ich habe übrigens auch einen Discord, ihr seid herzlich eingeladen, dem zu joinen. Ja, und spielt im Team. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr Kills macht, mehr Wins macht, mehr Punkte holt und somit mehr Spaß habt, ist sehr hoch. Außerdem könnt ihr euch super schnell absprechen und sagen, Jungs, lass uns den gegnerischen Heli runterschießen und das Ding ist in 5 Sekunden erledigt. Der zweite Tipp ist, spiel mit Köpfchen. Die meisten rushen, ich sag mal, kopflos rein, machen sich wenig Gedanken um Strategie. Aber das ist der Kern, um möglichst schnell besser zu werden und vor allem viel mehr Punkte zu machen und auch Kills zu machen. Thema Information, Planung, Umsetzung. Die Leute, die mich verfolgen, kennen das. Ich predige das in Warzone, ja, seit Anfang meines YouTube-Kanals. Ihr müsst die Informationen sammeln können und die Spuren lesen lernen. Also vor allem das Radar oder auch die Bewegung der eigenen Spieler gibt viele Informationen darüber, was die Gegner machen. Nutzt die Information, lernt diese Information zu lesen, macht euch einen Plan und setzt diesen um. Und das dann noch im Team, dann hat euer gegnerisches Team überhaupt keine Chance. Ja, Thema Köpfchen, so ist es zum Beispiel oft auch sinnvoll, einen Gegner, der vor einem läuft, auch einfach mal laufen zu lassen, um danach aber das gesamte Team vor einem zu haben und ja, dem gesamten Team in den Rücken schießen zu können. Beobachte die Verhaltensweisen deiner Gegner. Oft merkt man im Spiel, es gibt da ja den einen Typ, der ständig umläuft, der die dritte nicht bespielte Linie ausnutzt und uns immer von hinten überrascht. Dann mach es dir zur Aufgabe, dem einen Riegel vorzuschieben und ja, lerne einfach deine Gegner in der kurzen Zeit kennen, ihre Verhaltensweisen und wirkt dem Ganzen entgegen. Macht das auch mal fürs Team. Geht nicht unbedingt immer auf die meisten Kills, sondern supportet euer Team, indem ihr euch mal so ein bisschen um die Randspieler kümmert, die euch die ganze Zeit umlaufen wollen, als Beispiel. Weniger bzw. langsamer ist oft mehr und auch schneller. Fast alle Karten haben das klassische 3-Wege-System.
Nutzt das, um eure Gegner zu überraschen. Findet heraus, welche der 3 Wege gerade hauptsächlich bespielt werden und nutzt den, der am wenigsten bespielt wird, um eure Gegner zu umlaufen und von hinten zu überraschen. Wenn ihr die 3 Wege verstanden habt und auch wisst, ja, welche ihr nutzen könnt, um die Gegner zu umlaufen, dann seid ihr schon mal einen Schritt weiter. Ihr versteht dann auch viel besser die Map-Dynamik. Ihr wisst ja, wie die Maps bespielt werden, wie gute Spieler vorgehen und könnt somit selbst viel smarter agieren und lernt in sehr kurzer Zeit ja viel dazu und werdet in sehr kurzer Zeit sehr schnell besser. Wenn du in der Kombination auch noch die blauen Perks spielst und beispielsweise auf dem gegnerischen Radar nicht sichtbar bist und auch noch einen Schalldämpfer spielst, sodass dein Waffenping auf dem Radar nicht erscheint, dann kannst du sehr sneaky sein und das Umlaufen zu deiner Hauptaufgabe machen. Besonders die Spieler im fortgeschrittenen Alter, denen empfehle ich ja die strategische Weise extrem. Spielt in der zweiten Reihe und vertraut nicht auf eure Reflexe. Macht die richtigen Langzeitentscheidungen. Ihr wisst ja, Thema Game Sense predige ich auch immer wieder in meinen Videos. Game Sense sind ja mehrere Faktoren, aber unter anderem gibt es die Kurzzeit- und Langzeitentscheidungen. Kurzzeitentscheidungen lernt man mehr oder weniger während des Spiels, sind aber auch schwer zu meistern, zumindest immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Langzeitentscheidungen sind die strategischen Entscheidungen, also zu wissen, ja, welche der 3 Linien nehme ich jetzt oder wo geht die meiste Action ab, welche Flagge müssen wir jetzt einnehmen, um einen Vorteil gegenüber den Gegnern zu haben. All diese Dinge sollte man sich überlegen. Auch die Karte nutzen, auch mal die Karte groß machen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das empfehle ich ja grundsätzlich allen Spielern, aber die mit den Reflexen Probleme haben, denen empfehle ich das nochmal mehr. Wenn ihr die Gegner fest im Griff habt und sie bis in den Spawn zurückgedrängt habt, dann gibt es einen Tipp, und zwar pusht nicht in den Spawn hinein, weil dann switchen die Spawns und das ganze Spiel dreht sich. Und das kann euch wieder zum Nachteil werden. Deswegen geht dann eher hin und spawn-trappt die Gegner, auch wenn es gemein ist. Aber es ist in dem Moment für euch das Beste, was ihr machen könnt. Übrigens, Spawn, wenn ein Spawn-Switch stattgefunden hat und ihr nicht mehr so ganz wisst, wo oben und unten ist und ihr auch kein Radar habt, in dem ihr die gegnerischen Pings orten könnt, dann hilft es auch, einfach mal sich kurz zurückzuziehen und die Bewegung der eigenen Spieler zu tracken und zu beobachten, denn das verrät meistens ganz schnell, wo die Gegner jetzt sind. In brenzligen Situationen und Fights rechne immer damit, dass noch ein Gegner um die Ecke kommt. Also nachladen solltet ihr euch gut überlegen. Viel besser ist es dann erstmal zur Zweitwaffe zu switchen. Wenn ihr dann noch Overkill habt und eine zweite Primärwaffe habt, ist es perfekt. Denn mir selbst passiert es auch ganz oft, dass ich in einer aufregenden Situation 2, 3 Kills hole, den Überblick für kurze Zeit verliere, denke, ich habe gut gespielt und dann kommt doch noch der 4. oder 5. Gegner um die Ecke, holt mich während des Nachladens. Also, rechnet immer mit noch einem mehr. Nutzt das Movement aus. In Black Ops 6 ist es bisher aus meinem Gefühl anders als in Warzone. Slide Cancel oder nach Bunny hoppen funktioniert nicht so gut. Es funktioniert beispielsweise zu sliden und aus dem Slide heraus sich hinzulegen. Außerdem ist das Repeaken auch nicht mehr so effektiv. Es ist zumindest nicht auf die Weise, wie ich es gewohnt bin, dass ich um eine Ecke slide und dann wieder zurückslide, sondern wenn ich das mache, versuche ich eher um eine Ecke zu sliden und dann wieder zurück, um die Ecke zu hashen, also das Omni-Movement dann auszunutzen. Und des Weiteren empfehle ich auch, und das ist in manchen Situationen durchaus hilfreich, zu Sneak-Peeken oder auch zu Dropshotten. Und wenn du wissen möchtest, wie man das in BO6 realisieren kann, dann folge dem Link in der Videobeschreibung, da habe ich nämlich ein spezifisches Video für gemacht. Achte immer auf deine Position beim Schießen. Versuch zu vermeiden, auf dem offenen Feld oder im offenen Raum zu stehen und zu schießen. Such dir immer eine Deckung, hinter der du schnell verschwinden kannst, wenn du merkst, dass du den Gunfight nicht gewinnst oder wenn du einen geholt hast und es kommt ein weiterer, der dich beschießt. Dann hast du die Möglichkeit, in Kombination mit dem Stim immer nochmal wegzukommen und neu aufbauen zu können. Bei jedem Spawn habt ihr wieder neue Primär- und Sekundärgranaten, also nutzt diese zu eurem Vorteil und geht nicht sparsam damit um. Was ich immer sage ist, dass ihr euer Gameplay aufnehmen solltet und das regelmäßig reviewen solltet, denn so seht ihr ganz schnell selbst, was für Fehler ihr macht und woran ihr arbeiten könnt.
Und dafür gibt es in BO6, Gott sei Dank, den Kinomodus. Den kann ich euch absolut ans Herz legen. Auch in diesem Video habe ich wieder einmal ein Gewinnspiel für euch. Und zwar geht es um 3 Codepakete, in denen ihr Skins von Monster Energy gewinnen könnt. Außerdem ist dort ein Waffenskin enthalten und auch Doppel-XP-Tokens. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist jetzt den Kanal zu abonnieren, einen Daumen hoch zu geben und in die Kommentare zu schreiben, ich hab Bock. Wenn ihr euch fest vorgenommen habt, besser zu werden in Call of Duty, Multiplayer und auch Warzone, dann seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Also unterstützt mich gerne, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Und übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man den Dropshot bzw. das Sneak Beacon perfekt ins Spiel integrieren kann in Black Ops 6, dann empfehle ich euch jetzt dieses Video.